So meine Lieben, ich bin jetzt gerade unterwegs auf dem Lieblingsgerät der Mitarbeiter vom SIP Scooter Shop, deswegen ist das auch ganz stark im Einsatz, das Ding. Das ist der Step ER2 von GoMate und warum den alle so cool finden, das finden wir jetzt mal raus mit euch zusammen. Der GoMate Step ER2, warum macht er so viel Bock? Ja, hauptsächlich deswegen, weil er einfach anders aufgebaut ist als fast alle anderen E-Scooter. Und zwar hat er ein sogenanntes Flexboard. Das ist hier drin, das ist quasi wie ein Skateboard-Deck und das gibt dieses besondere Street-Surfer-Feeling. Das werden wir nachher noch ein bisschen ausprobieren. Grundsätzlich ist das Ding komplett made in Germany, ist entwickelt in Deutschland, wird sogar hergestellt in Deutschland und zusammen montiert und besteht aus vielen edlen Komponenten und die schauen wir uns jetzt an. Special Nummer 1 sind die Reifen und die Räder. Bei keinem anderen E-Scooter, den es 2020 mit Straßenzulassung gibt, haben wir unterschiedliche Reifengrößen und zwar haben wir hier relativ große Reifen verbaut. Wir haben vorne ein 16 Zoll Speichenrad mit dem Schwalbe Big Apple, der da standardmäßig drauf montiert ist, und auf dem Hinterrad haben wir einen 12 Zoll Reifen. Und das hat natürlich riesige Vorteile. Zum einen braucht er im Grunde genommen durch Kombination aus diesem Trittbrett und den Reifen keine zusätzliche Federung. Und zum zweiten ist es so, dass der natürlich viel, viel besser über irgendwelche Hindernisse, Steinchen, Randsteine rollt, als du das normalerweise bei einem 10 Zoll Reifen hast. Womöglich noch einen Vollgummireifen. Also das ist echt ein mega Feature und ist sicher eines der ganz großen Vorteile, die man mit dem GoMate Step ER1 und ER2 hat. Angetrieben wird der GoMate von einem 250 Watt Brushless Motor und der hat den ursprünglichen Bafang-Motor mal abgelöst. Der hat zwar eine super Beschleunigung gehabt, hat aber die Endgeschwindigkeit nicht erreicht. So, mit dieser Plus-Variante haben wir jetzt eben die Möglichkeit, sowohl eine deutsche Ausführung bis 20 km/h mit abzudecken und auch eine internationale mit 25 km/h. In Deutschland sind wir ja da ein bisschen regulierter. Zentral positioniert haben wir hier den Akku, 10,5 Ampere-Stunden, Ladezeit ungefähr 3,5 Stunden. Reichweite 35 Kilometer schafft er. Cooles Feature, ist mit dem Schloss gesichert, 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Einfach aufsperren, rausklappen, fertig. Hier kann man noch den Ladestand kontrollieren und zugleich hat er noch einen Anschluss, einen USB-Anschluss, das man als Powerbank auch hernehmen kann. Cooles Gadget. Okay, das Rumgefummel brauchen wir nicht. Jetzt. Ausgestattet im Bremsbereich ist der GoMate mit einem vollhydraulischen Bremssystem, vorne und hinten Tektro-Bremsen mit 140 mm Scheibe, Tip-Top-Verzögerung, also wirklich erstklassige Qualität im Rahmen der Bremsen. Ein weiterer Punkt, der uns mega gefällt bei dem Produkt ist, er ist sauleicht. 13,2 Kilo, da gibt es wirklich fast nichts auf dem Markt, was so leicht ist. Ist zwar ein bisschen größer aufgrund der Reifengröße, aber das Gewicht ist wirklich unschlagbar. Ich tue mal runter, dann schauen wir uns das Display an. Einfach gehaltenes Display in der Mitte, hier ist die Steuereinheit. Gibt nicht so viele Knöpfe, die man drücken könnte, rauf und runter. Hier kann man die verschiedenen Unterstützungsstufen einstellen und ansonsten haben wir alles, was das Herz begehrt. Also das heißt, ich habe meine kmh-Anzeige, Geschwindigkeitsanzeige. Das hier ist ganz interessant, da sieht man eben, welche Leistung der Motor bringt. Und man sieht natürlich auch, dass er wesentlich mehr bringt als die 250 Watt, die er Nenndauerleistung hat. Da haben wir einen Tageskilometerzähler und gleichzeitig haben wir noch eine Temperaturanzeige. Bei uns steht es jetzt gerade auf Fahrenheit, deswegen hat es 66 im Moment. Im Lieferumfang sind diese Blinker nicht enthalten. Die haben wir jetzt hingebaut, was eigentlich ein ganz cooles Feature ist, damit man nicht immer einhändig fahren muss. Das sind sogenannte Winglights, die gibt es für einen schmalen Taler und die werden einfach hier reingeschraubt in den Lenker. Ist 1 Minute Arbeit ungefähr und das funktioniert mit Batterie, hält eigentlich eine komplette Saison, ist gut sichtbar. Ganz cooles Feature. Weiterhin ist es so, dass GoMate interessanterweise als einziger, den wir kennen, das Licht nicht mit ausliefert. GoMate empfiehlt dieses Set von Trelog, kostet ungefähr 49 € und passt genau in die Halterung vom GoMate, zumindest auf der Hinterseite. Vorne ist alles ganz normal. Und zwar wird es an diesem Nummernschildhalter befestigt und der Nummernschildhalter ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Da kommt euer Versicherungskennzeichen drauf. Hier kommt der Spaßfaktor Nummer 1.
Das ist das mehrfach verleimte Trittbrett und das gibt eben dieses Street Surfer Feeling. Das biegt sich dann richtig durch, auch in den Kurven, und man hat so ein ganz stylisches und agiles Fahren, was wirklich mega Spaß macht. Weitere Besonderheit beim GoMate ist diese Einarmgabel. Die kenne ich noch von Cannondale Lefty, so in der Art, und das ist auf jeden Fall was ganz was Spezielles. Schaut spektakulär aus, hat natürlich ein anderes Fahrverhalten, das heißt, sie ist auf jeden Fall ein bisschen weicher, als das normalerweise bei einem E-Scooter ist, und gibt beim Bremsen leicht nach. Das muss man wissen, das gehört dazu, zu der Geometrie. Zum Faltmechanismus. Step ER1, einmal faltbar, Step ER2, zweimal faltbar, Step ER3, dreimal faltbar, wird in der nächsten Zeit noch kommen. Gut, Faltmechanismus Nummer 1 ist hier vorne am Lenkrohr. Der funktioniert so ähnlich, wie man das von einem Klapprad kennt. Es gibt eine Sicherungshülse aus Kunststoff, die kann man hier nach oben ziehen, dann den Hebel lösen und danach lässt sich der Lenker hier abklappen. Step ER2. Das ist so eine Geschichte, da waren wir jetzt nicht nur begeistert davon. Der Mechanismus ist hier unten an der Verbindung vom Lenkrohr zum Trittbrett. Kann sich hier lösen. Es gibt auch keinen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus, außer dass es sich verklemmt, wenn man drauf steht. So, und jetzt funktioniert das Ganze so, dass ich hier mein gesamtes Rad und den Roller einklicken kann. Das ist ein Scheißdreck. Also das Ding schwanzelt hier so ein bisschen rum, wie man bei uns in Bayern sagt. Also lässt sich nicht arretieren. Um ihn jetzt mal im Auto mitzunehmen, ist das ein ganz cooles Feature, weil er einfach ein bisschen kleiner wird. Aber könnte man schon ein bisschen cooler lösen, unserer Meinung nach. Wenn ich das Ganze jetzt zusammenfalte, geht es eben wieder andersrum. Nachdem dieses Kabel hier drin ein bisschen länger gehalten ist, damit man ihn überhaupt klappen kann, muss man aufpassen, dass man das nicht einzwickt, wenn man ihn verriegelt. Das heißt, man schiebt das mit einer Hand ein bisschen rein und jetzt ist er wieder arretiert. Das hat natürlich auch zur Folge, dieser Mechanismus an dieser sehr neuralgischen Stelle hat natürlich den Effekt, dass ich hier ein bisschen ein Spiel kriege. Ja? Und das merke ich zum Beispiel beim Bremsen. Das kann man zwar noch ein bisschen einstellen, ein bisschen wegkriegen, aber ganz hundertprozentig weg ist es nicht. Heißt, für jemanden, der den Platz braucht im Auto, der das ganze Ding ein bisschen kleiner machen möchte, ist es gut, ist aber nicht zwingend erforderlich. Wenn man schafft, das Ding reinzuschmeißen, einfach ohne zu klappen, dann ist man mit dem ER1 auch gut bedient. Unser Fazit zum GoMate Step. Geiles Produkt, super Street Surfer Feeling, das es sonst auf dem Markt nicht gibt. Total leicht ist er mit 13,2 Kilo, tolle Features verbaut, made in Germany, rundum gelungen. So viele innovative Features haben natürlich seinen Preis, also zwischen 1.700 und 1.800 Euro muss man dann schon berappen. Das ist er auch wert, von dem wie er verarbeitet ist. Bei dem zweiten Faltmechanismus, der hat ja bei uns ein paar Abzüge gebracht. Überlegt euch nochmal, braucht ihr den oder braucht ihr den nicht. Insofern könnt ihr euch nochmal 100 Euro ungefähr sparen zu der anderen Variante. In der Infokarte oben habe ich euch nochmal das Produkt und mit dem Link zum Shop hinterlegt. Da könnt ihr euch die Bilder anschauen, technische Daten, alles was das Herz begehrt. Ansonsten würden wir uns freuen, ihr folgt unserem Kanal, hinterlasst uns die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.